Plant Russland, die NATO anzugreifen und hätte Russland überhaupt eine Chance gegenüber der NATO? Genau mit diesen Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video beschäftigen. Auf unserem Kanal geht es ja hauptsächlich um das Thema Auswandern und Plan B. Und eine unendlich wichtige Dimension bei diesen Szenarien war zumindest in den letzten Jahren der Krieg hier zwischen der Ukraine und Russland, nachdem Russland 2022 in die Ukraine einmarschiert ist. Viele unserer Mandanten, viele unserer Zuhörer und Zuschauer machen sich diesbezüglich massive Sorgen, denn sie fürchten, dass dieser Konflikt hier sich zu einem Flächenbrand entwickeln könnte. Wir sehen ja schon, was hier in der EU und auch gerade in Deutschland passiert. Es soll massiv aufgerüstet werden. Die Wehrpflicht wird gerade wieder eingeführt, wenn auch momentan nur als eine Wehrpflicht für Freiwillige. Wie heißt es dann Pflicht? Aber okay, das ist ein anderes Thema. Und man überlegt sich natürlich, was hat das für die eigene Familie, für die eigenen Kinder, Enkelkinder oder sogar für einen selbst für Konsequenzen. Wir wissen ja, was ein Spannungs- und Verteidigungsfall konkret bedeuten würde. Dann wäre wieder die Wehrpflicht für alle ein Thema. Man hätte möglicherweise Reiseeinschränkungen wie bei Corona. Und ganz davon abgesehen, kann man ja anhand der Ukraine und auch Russland sehen, wie es hier insbesondere den Männern geht, die ja im Fall der Ukraine diese nicht mehr verlassen dürfen. Und auch ganz davon abgesehen, im Ausland ihre Reisepässe nicht mehr verlängern können, wenn sie es denn geschafft haben, die Ukraine noch zu verlassen. Also keine Frage, ein Krieg, der hätte massive Auswirkungen auf die persönliche Freiheit, auf die Möglichkeit auszureisen und natürlich auch auf Dinge wie Steuern und Vermögen. Wir wissen alle, Krieg ist teuer und Krieg muss irgendwie bezahlt werden. Und dass da der Staat das Vermögen der Bürger angeht, das ist eigentlich nichts Besonderes. Das war bei vielen Kriegen so, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Zum Beispiel wurde während des Zweiten Weltkrieges in den USA als auch in Großbritannien ein Spitzensteuersatz von 90% festgelegt. Das ist natürlich extrem, aber eben nur um zu zeigen, was hier im Kriegsfall so alles möglich ist. Also der Kriegsfall, die Angst vor einem Krieg ist ein massiv wichtiger Faktor, wenn es hier um den Plan B geht oder um eine mögliche Auswanderung, um sich vor all dem in Sicherheit zu bringen. Und da ist natürlich jeder dabei, um sich so ein bisschen Szenarien im Kopf auszumalen. Jetzt ist es ja so, dass es in Deutschland viele gibt, die hier sehr Putin-freundlich sind. Ich möchte das jetzt gar nicht hier kritisieren oder hier die eine Seite gegen die andere ausspielen, aber man ist Putin-freundlich und kann sich gar nicht vorstellen, dass der Putin jetzt hier vorhätte, zum Beispiel in Deutschland, in Polen oder in Frankreich einzumarschieren. Während des Kalten Krieges, da hat man ja hier von Szenarien gesprochen, dass Russland hier bis nach Brest, also an die Westküste Frankreichs vormarschiert, dass hier Zehntausende Panzer Europa überrollen. Und das kann man sich heutzutage ja überhaupt nicht vorstellen und möchte eigentlich auch dem Putin gar nicht unterstellen, dass er sowas tatsächlich machen will. Viele sagen sich, naja, der Einmarsch in der Ukraine war sicherlich nicht richtig, aber irgendwo kann ich den Putin auch verstehen. Schließlich hat ihn die NATO provoziert durch ihre Besessenheit mit der Osterweiterung, immer weitere Gebiete, immer sinnlosere Gebiete, wie zum Beispiel Nordmazedonien. Also selber schuld, hier fühlten sich die Russen bedroht, also ist Russland tatsächlich einmarschiert in der Ukraine, aber das heißt noch lange nicht, dass er deswegen nach Polen, Frankreich, Deutschland und so weiter auch einwandern will, denn diese Länder sind ja weit weg und nicht unbedingt Nachbarstaaten Russlands. Und in gewisser Weise ist das natürlich auch eine sinnvolle Argumentation, denn wenn man sich die Geschichte Russlands anschaut der letzten 1000 Jahre und man geht ja immer davon aus, dass sich Geschichte in gewisser Weise auch wiederholt oder zumindest ein Kontinuum ist, da muss man feststellen, dass es die Russen anders zum Beispiel als die Briten oder die Franzosen nicht in irgendwelche fernen Länder, in andere Kontinente eingewandert sind und diese hier erobern wollten in einer Eroberungslust, in einer Lust hier die Welt zu beherrschen, sich die Welt unter den Nagel zu reißen. Allerdings hat Russland sehr aktiv hier Präventivschläge durchgeführt. Es ist nicht ohne Grund, dass Russland heute das größte Land der Welt ist. Bis zum Pazifik dehnt es sich ja aus, sogar früher noch weiter. Es war ja Russland schließlich, das den Vereinigten Staaten hier Alaska verkauft hat. Also das ist nicht ohne Grund so. Russland hat das Territorium
hier fortlaufend erweitert. Und meistens, weil sich die Herrscher in Russland bedroht gesehen haben durch ihre Nachbarn. Und da hat man dann nicht lange gewartet hier, bis der Nachbar tatsächlich angegriffen hat, sondern hat man hier ohne zu zögern letztlich Präventivschläge ausgeführt. Und dafür ist eben die Ukraine ein sehr gutes Beispiel. Der Angriff auf die Ukraine, meiner Meinung nach, steht hier in langer russischer Tradition. So, also das kann man ja noch irgendwo nachvollziehen. Aber was heißt das jetzt hier für den Rest Europas, für andere europäische Länder? Nun, meiner Meinung nach wird das vielfach komplett hier falsch gesehen. Ich glaube auch nicht, dass Russland hier vorhat, Deutschland direkt mit Zehntausenden Panzern anzugreifen oder Frankreich und hier Europa zu überrollen. Ich glaube, dass Putin sehr genau weiß, dass seine Armee dazu wahrscheinlich gar nicht in der Lage wäre. Aber das muss er ja auch nicht. Ich hatte auf diesem Kanal ja schon mehrfach Videos gebracht, wo ich gesagt habe, alles, was Russland braucht, sind im Grunde 10.000 Mann, mit denen er zum Beispiel in Narva einmarschiert. Narva ist eine Stadt an der Grenze zu Russland in Estland, 50.000 Einwohner. Über 90% von ihnen sind russischstämmig, sprechen Russisch, identifizieren sich wahrscheinlich auch als Russland zugehörig, jedenfalls der russischen Nation zugehörig. Wir schauen uns das ganz kurz mal auf der Karte an. So, hier können wir also Narva sehen, hier direkt an der Küste gelegen. Nach St. Petersburg ist es nicht weit. Hier ist Estland, Litauen, hier oben ist Finnland. So, also Russland könnte dort einfach einmarschieren. Da könnte die NATO überhaupt nichts machen. Ja? 10.000 Mann. Russland könnte das Ganze sogar ohne Blutvergießen machen. Und dann treten im Grunde genommen zwei Szenarien in Kraft, nämlich einmal Artikel 5 der NATO, also der Bündnisfall gemäß dem Artikel 5 der NATO und natürlich auch der EU-Bündnisfall. Viele realisieren gar nicht, dass es einen solchen EU-Bündnisfall auch gibt. Und da sind dann auch Länder betroffen, EU-Länder, die keine NATO-Mitglieder sind und die sonst neutral sind, zum Beispiel Österreich oder auch Irland. Zwar wird man versuchen, ihre Neutralität zu respektieren, aber garantiert ist das seitens der EU nicht. Und dann wird es im Grunde genommen die große Frage geben, wie die NATO dann reagieren wird. Soll ich wirklich einen Atomkrieg riskieren? Soll ich wirklich das Blut amerikanischer Soldaten vergießen für eine 50.000 Seelenstadt, die zu 90% von russischstämmigen Einwohnern bewohnt wird? Was werden die Deutschen sagen? Sollen wir das Blut deutscher Soldatinnen und Soldaten vergießen wegen Narva, wegen Estland? Sollen wir wirklich einen Atomkrieg provozieren? Was werden die Franzosen sagen? Ist es das wirklich wert? Es gibt ja in all diesen Ländern auch Wähler. Wie würden die Wähler einen solchen Schritt hier interpretieren? Würden die Wähler dahinter stehen? Würden sie sagen, wir müssen nun wegen Narva in den Krieg ziehen? Wir müssen unsere Männer, unsere Frauen dafür opfern? Unsere Söhne, unsere Töchter, Väter, Männer? Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Und damit wäre im Grunde genommen die NATO dann tot. Damit wäre die NATO am Ende. Damit wäre die ganze Drohkulisse, die man in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat, als eine leere Worthülse entlarvt. Damit hätte die NATO keinerlei Glaubwürdigkeit mehr. All die Versprechen, die hier gemacht wurden, den Beitrittskandidaten zur NATO, den Ostländern, die hier der NATO beigetreten sind, all diese Versprechen würden sich im Grunde als Lug und Trug erweisen. Das würde uns nicht wirklich überraschen, denn wir haben ja schon in Afghanistan gesehen, dass die ach so gefürchtete NATO ein ziemlich erbärmlicher Haufen ist. Nach 10 Jahren in Afghanistan musste man hier den Schwanz zwischen den Beinen geklemmt das Land verlassen. Man hat es nicht geschafft, eine Truppe von zottelbärtigen Ziegenhirten in Afghanistan in 10 Jahren zu besiegen. Man musste einen erbärmlichen, einen demütigenden Abgang hinnehmen. Das hat sicherlich auch der Putin gesehen und sicherlich war das für ihn einer der Gründe, warum er gesagt hat, naja, gegen diese Trümmertruppe kann auch ich etwas ausrichten, selbst wenn auf dem Papier die NATO so viel mächtiger ist, natürlich als Russland so viel mehr Firepower hat. Aber wie gesagt, das ist ja alles nur auf dem Papier so. Bis dann mal die gesamte NATO wirklich mobilisiert ist, und das geht Monate, das geht Jahre, hat Russland gerade jetzt natürlich ganz erhebliche Vorteile. Denn Russland hat jetzt eine gut geschmierte, eine gut geölte Kriegsmaschine etabliert. Russland
hat die ganze Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft umgestellt. Das ganze Land steht hinter Putin. Das Land will diesen Krieg in der Ukraine gewinnen. Die Bevölkerung steht dahinter. Russland hat hier seine Nachschubwege irgendwie gesichert. Man hat hier verlässliche Partnerschaften mit China, mit Iran, auch mit Nordkorea. Das heißt, man ist hier tatsächlich der NATO momentan überlegen. Sicherlich, wenn die NATO jetzt komplett mobilisieren würde, inklusive Hunderttausender von US-Soldaten, dann sähe es vielleicht anders aus. Aber wie gesagt, das sind Szenarien, die erscheinen sehr unwahrscheinlich. Für Putin wäre also ein solcher Einsatz hier mit relativ wenig Risiko verbunden. Er könnte sagen, wir marschieren hier ein. Wenn die NATO jetzt mobilisiert, dann schlagen wir mit Atomwaffen zurück. Oder Putin könnte sagen, wir marschieren ja ein und dann sehen wir mal, was die NATO macht. Und wenn die NATO wirklich ernst macht, ziehen wir uns zurück. Dann schieben wir die Schuld auf irgendeinen Kommandeur, der hier rebelliert hat sozusagen und hier einmarschiert ist, ohne autorisiert gewesen zu sein. Dann sind wir wieder weg und das wird die NATO dann machen. Trotzdem einen Krieg führen, obwohl die Gefahr gebannt ist. Also egal was ist, egal wie man es dreht und wendet, Putin kann im Grunde nur gewinnen mit sehr geringem Einsatz, mit sehr geringen Kosten, ohne hier Blut vergießen zu wollen, kann er im Grunde genommen es der NATO so richtig zeigen, die NATO vorführen, die NATO ad absurdum führen. Und daher denke ich, dass das Risiko, dass das passiert, ziemlich groß ist. Was sind die konkreten Auswirkungen für dich, wenn du heute in Deutschland wohnst? Natürlich, das politische Chaos ist groß. Das geopolitische Risiko wird weiterhin wie ein Damoklesschwert über uns allen hängen, denn eins ist ja klar, wenn die NATO nicht reagiert bei einem Einmarsch in Narva, wann soll sie dann reagieren? Dann wird Putin sagen, wenn sich jetzt die NATO geoutet hat als eine Organisation, die absolut keine Schlagkräftigkeit hat, dann kann ich mir auch gleich hier das ganze Baltikum einverleiben. Oder es muss ja gar nicht Putin sein, es kann ja auch einer seiner Nachfolger sein. Also dieses geopolitische Risiko hier wird weiterhin bestehen bleiben. Und gerade Deutschland ist ja hier besonders exponiert, denn wir wissen, falls es wirklich zu einem Krieg kommt, dann wird dieser Krieg hier garantiert auch auf deutschem Boden ausgefochten werden, selbst wenn Deutschland hier nur als ein Land dient, über welches die logistische Abwicklung und die Nachschubwege organisiert werden. Damit macht sich Deutschland ebenfalls angreifbar. Und du musst im Grunde genommen jetzt für dich entscheiden, wie du mit dieser Unsicherheit hier weiter umgehen wirst. Wirst du einfach in Deutschland bleiben? Wirst du hier dein Vermögen investieren? Oder wirst du sagen, naja, die Welt ist groß, ich gehe lieber an einen Ort, wo ich weniger diesem geopolitischen Risiko ausgesetzt bin, wo meine Kinder, wo meine Enkelkinder hier nicht von der Wehrpflicht betroffen sind und wo mein Vermögen nicht in Gefahr ist, für Kriegssteuern und möglicherweise wieder Aufbaumaßnahmen geopfert zu werden. Oder dass du zumindest dir überlegst, wie du einen Plan B hast und diversifizieren kannst, falls es dazu kommt. Wir haben nicht wenige Mandanten, die zum Beispiel eine Wohnung in Dubai haben, damit haben sie dann eine Aufenthaltsbewilligung für sich selbst und ebenfalls alle unverheirateten Kinder und natürlich auch die Ehepartner. Das ist schon mal ein Anfang. Man kann natürlich noch sehr viel weitergehen. Wir haben Mandanten, die haben zum Beispiel im Ausland landwirtschaftliche Betriebe in Panama, in Paraguay oder auch in anderen Ländern Südamerikas. Oder die betreiben Unternehmen in ganz anderen Ländern, zum Beispiel ein Restaurant in Florida. Oder man hat Konten im Ausland. Oder man hat Gold im Ausland. Also der Plan B hat ja hier verschiedene Facetten, von Staatsbürgerschaften und Aufenthaltsgenehmigungen einmal ganz zu schweigen. Also das sind Dinge, mit denen du dich beschäftigen musst. Das heißt, auch ein schon viel geringerer militärischer Einsatz zum Beispiel Russlands kann hier zu einer großen Kettenreaktion führen, zu Chaos, zu politischer Lähmung und zu allen möglichen Konsequenzen, denen du dich im Grunde genommen lieber nicht aussetzt. Und darüber musst du nachdenken. Und höre hierbei auf Stimmen, die kompetent sind und die sich auskennen. Ich kann dir zum Beispiel den Kanal des Militärhistorikers Stefan Heinrich auf YouTube empfehlen. Ich packe mal einen Link hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Er macht sehr gute Analysen zu Russland und Ukraine und zu anderen Konflikten auf dieser Welt. Praktisch jeden Tag hat er neue Videos, die veröffentlicht werden. Es ist wichtig, dass wir uns hier nicht politisch von rechts und links pro Putin oder gegen Putin hier beeinflussen lassen. Du kannst absolut pro Putin sein und gleichzeitig aber feststellen, dass Putin garantiert kein Chorknabe ist. Will er ja auch gar nicht sein. Und genau darum geht es im Grunde genommen, dieses Risiko hier realistisch einzuschätzen und dann natürlich zu sagen, inwieweit du dich diesem aussetzen willst. Natürlich, ich sage nicht, dass jetzt hier jeder stirbt oder jeder enteignet wird, der in Deutschland bleibt, ganz und gar nicht. Aber ist das der Ort, in dem du dich hier optimal entwickeln kannst, in dem du dein Potenzial entfalten kannst, wo du deine Kinder großziehen kannst, wenn dieses Risiko hier vor der Haustür steht, wenn du über genügend Mittel verfügst, um im Ausland zum Beispiel zu leben. Es muss ja nicht immer gleich hier Südamerika sein, wo du lebst. Ich meine auch schon Spanien
oder Portugal ist ganz schön weit ab vom Schuss. Also, wie gesagt, da gibt es keine einfache Lösung. Da muss man sich wirklich zu Gedanken machen. Es ist noch ein Prozess und es dauert natürlich lange. Und jeder muss sich natürlich fragen, wann der richtige Zeitpunkt ist, für ihn zu gehen. Wenn man jetzt jung und allein ist und mobil, dann kann man es vielleicht hier bis zum letzten Moment abwarten. Andere brauchen eine längere Vorbereitungszeit. Mir geht es nur darum, dir ans Herz zu legen, dich mit diesen Gedanken zu befassen. Und auch wenn du davon ausgehst, dass Putin ein wunderbarer Mensch ist und hier niemals Frankreich oder Deutschland direkt angreifen würde, wovon ich übrigens auch ausgehe, dass ein solcher Angriff unwahrscheinlich ist, heißt das nicht, dass er nicht in der Lage ist, über einen sehr gezielten lokalen Angriff hier Chaos weltweit zu verursachen, welches ganz erhebliche Konsequenzen haben. Wenn auch das Themen sind, die dich nachts nicht schlafen lassen und du dir überlegst, ins Ausland zu gehen oder zumindest einen Plan B zu etablieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen befassen. Auswandern, Plan B, Steueroptimierung im Ausland, Vermögen in Sicherheit bringen vor dem Staat und vor Konflikten und neues Vermögen im Ausland aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.